Ihr Lieben, ich bin gerade im Norden von Wales unterwegs, auf dem Weg zu einem ganz besonderen Ort, der sich hier in einem kleinen Tal versteckt. Und ich habe jetzt meine Autokamera angemacht, weil das muss ich euch unbedingt zeigen. Ich habe das Gefühl, in einem Disney-Film gelandet zu sein. Überall springen Tiere herum, Fasane, Eichhörnchen, Hasen. Ich muss teilweise so langsam fahren, weil die in Scharen aus den Hecken kommen. Und vorhin saß so ein Eichhörnchen seelenruhig auf der Straße, hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass ich da jetzt ankam. Ja, und ich habe natürlich auch schön brav gewartet. Und das ist echt so ein Gefühl, wie wenn man in so einer magischen Welt gelandet ist, wo die Tiere fast schon zahm sind. Und ich merke immer daran, dass eine Landschaft besonders ist, wenn sie von so einem Glühen durchdrungen ist. Es ist fast so, wie wenn sie eine andere energetische Qualität hat. Und ich kenne das ganz stark von Wiltshire in England, also die Gegend um Avebury herum. Aber hier ist es jetzt auch wirklich extrem spürbar. Ja, und dementsprechend besonders ist auch diese Kirche, beziehungsweise diese Heilige, die dort verehrt wird. Manche würden sogar munkeln, dass sie vielleicht eine heidnische Göttin war, die jetzt im christlichen Gewand weiterlebt. Aber ich würde sagen, das Köterchen muss sich noch ein bisschen die Beinchen vertreten. Gehen wir hier ein bisschen im Hinterland spazieren und dann erzähle ich euch die faszinierende Legende der heiligen Melangeth. Ich glaube, so spricht man ihren Namen aus. Und dann im Anschluss gehen wir in die Kirche. So, aber nun zur Legende. Melangeth war die Tochter eines irischen Königs, die vor einer Zwangsehe über die irische See in diese Gegend floh, um als Einsiedlerin hier zu leben. Ihre Kirche, ihr Heiligtum war das wilde Land. Die Vögel und Wildgänse hörten auf ihren Ruf. Die Hasen fraßen aus ihrer Hand und schliefen, sicher und wohl behütet, in ihrem Schoß. Die wilden Tiere waren ihre Gemeinschaft und wurden in ihrer Gegenwart ganz zahm. Doch eines Tages erschallte ein Jagdhorn. Brochwel, der Prinz von Powys, jagte mit seinen Hunden durch die Wälder. Die meisten Tiere konnten schnell fliehen, bis auf einen kleinen Hasen, der verängstigt im Weizenfeld saß. Doch als er merkte, dass die Jagdhunde ihn erspäht hatten, rannte auch er um sein Leben. In Panik erreichte er eine kleine Waldlichtung, wo ein Kreuz stand. Und davor kniete Melangeth und betete. Der Hase flüchtete unter ihren Mantel. Und Melangeth nahm ihn in ihre Hände und richtete sich langsam auf. Brochwel, welcher seinen Hunden gefolgt war, nahm sein Jagdhorn in den Mund, um die Hunde auf den Hasen zu hetzen. Doch aus dem Horn erschallte kein Ton. Auch schien dieses auf einmal an seinen Lippen zu kleben. Seine Hunde flohen in Panik in den Wald. Und auch Brochwel stand vor Angst erstarrt da. Da trat Melangeth auf ihn zu und sagte:
Gott hat uns in seiner Gnade barmherzig gemacht. Erbarme dich seiner Geschöpfe, der Großen und der Kleinen. In dem Moment realisierte Brochwell, dass er es mit einer Heiligen zu tun hatte und fiel vor ihr auf die Knie. Doch Melangeth tat es ihm gleich und betete mit ihm gemeinsam, kniend auf dem Waldboden, für alle Geschöpfe seines Landes. Brochwell übergab daraufhin sein Land an Melangeth, auf dass es ein Ort des Friedens für alle Kreaturen sein soll. Und der Hase soll geheiligt werden. Ja, was für eine Geschichte! Aber jetzt gucken wir uns mal die Kirche von innen an. Hier beim Eingang kann man rechts und links 2 Monolithen sehen, von denen es sein kann, dass sie vielleicht von einem Steinkreis stammten. Doch dass dieser Ort mindestens seit der Bronzezeit genutzt worden ist, hat man im Rahmen von Renovierungsarbeiten festgestellt, wo man ein paar vereinzelte archäologische Ausgrabungen gemacht hat. Und da stieß man dann wohl auf ein paar bronzezeitliche Gräber mit Urnen und Töpferwaren als Grabbeigaben. Ich habe mich vorhin beim Spaziergang wirklich gefragt, ob es sein kann, dass es hier so viele wilde Fasane gibt oder ob die irgendwie gezüchtet sind. Und hier auf der Infotafel steht genau das, dass dieses Tal ganz viele kleine Tiere und Wildvögel beheimatet, darunter Wildenten, Reiher, Fasane und Raben. Also es ist wirklich ein Paradies für Tiere. Also ich muss sagen, das habe ich selbst noch nie erlebt, dass ich in einer Kirche war, wo so viele Tierdarstellungen sind. Das ist wirklich wie so ein heiliger Hasenschrein. Und ich finde, diese ganze Gegend hat so eine unheimlich weiche und weibliche und nährende Ausstrahlung, was ja auch in der Symbolik von der heiligen Melangeth rüberkommt, wie sie so schützend diesen kleinen Hasen unter ihre Fittiche nimmt und sozusagen wie eine Urmutter über alle Geschöpfe, egal ob groß oder klein, wacht. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich wieder aus der Kirche gegangen bin und meine Drohne habe fliegen lassen, war, dass ich mir dachte, Mensch, die liegt ja auf einer Linie mit diesem sehr markant aussehenden Hügel, der mich ehrlich gesagt ein bisschen an so eine Mutterbrust erinnert. Von dem her, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier in vorchristlicher Zeit vielleicht eine Göttin verehrt worden ist, deren Qualitäten
weiterleben in der christlichen Heiligen. Aber jetzt gehen wir mal raus, dann zeige ich euch noch diese wunderbaren alten Eiben, die kreisförmig um die Kirche herum wachsen. Und für mich wirkt das, wie wenn sie bewusst in einem Kreis gepflanzt worden sind. Sie werden auf ein Alter von ungefähr 2000 Jahren geschätzt und waren natürlich, als die Kirche gebaut worden ist, bereits da. So, und jetzt möchte ich euch noch was zeigen, weil es perfekt das Gefühl abrundet, so ein bisschen in einer Art Wunderland zu sein, wo alles irgendwie etwas entrückter ist.